Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause in Deutschland. Was steht auf dem Programm? Sie wissen es, Eishockey und zwar vom Allerfeinsten. Der fünffache Olympiasieger UdSSR gegen den Gastgeber Kanada. Und mit im Studio ist Bundestrainer Xaver Unsinn. Wir werden uns gemeinsam das Spiel anschauen und haben auch Gelegenheit, noch einmal über das Spiel Bundesrepublik Deutschland-Finnland zu reden in der ersten Drittelpause. Was gab es noch heute? 2 Medaillen, einmal Gold, einmal Silber für die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben für Sie die Siegerehrungen auf dem Olympic Plaza aufgezeichnet, werden Sie später präsentieren. Außerdem noch ein Gespräch mit Claudia Leistner und ihrem Trainer André Nepela. Sie ist 6. nach der Pflicht. Im Moment ist sie schon wieder auf der Bahn und trainiert für das Kurzprogramm. Das findet ja morgen statt. Ja, aber jetzt schnell live zu Marcel Reif in den Sätteldom. Und eine Frage, Marcel. Hast du dich schon von dem Spiel Bundesrepublik Deutschland, Finnland erholt und bist du guter Dinge fürs nächste? Christa, ja, danke. Erstens, ich bin ziemlich erholt, aber ich glaube, mir fällt das leichter als Xaver Unsinn im Studio und der Mannschaft. Aber bei denen ist das ja auch wichtiger. Du hast gesagt, ein Spiel vom Feinsten, das hoffen wir. Und das beginnt jetzt aus der Vogelperspektive mit dem Bulli, die Kanadier von rechts nach links, also gegen den vielfachen Weltmeister und Olympiasieger, die Sowjetunion. Fetisov. Krutov. Jani, der kanadische Kapitän, und im Tor der Sowjetunion nach wie vor Sergei Milnikov. Ja, ich will nichts beschreien, aber ich glaube, das wird in etwa so die Methode der Kanadier sein. Man will versuchen, die Sowjetrussen früh zu stören, auch kleinere und größere Hakeleien nicht scheuen, um ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Bin gespannt, ob sich die Mannen um Kapitän Fetisov provozieren lassen oder ob sie ihr Spiel spielen, ob sie überhaupt in ihr Spiel kommen. Wenn das gelingt, dann wird es spannend. Und dann könnte heute im Saddledome der große Traum endgültig zerplatzen. Nicht nur der Traum der 17.000 hier in der ausverkauften Arena, sondern der Traum eines ganzen Eishockey-verrückten Landes. Der kanadische Traum vom Olympiagold nämlich. Oder aber die bislang in diesen Tagen von Calgary so wenig überzeugenden Kanadier wachsen über sich hinaus. Semenov. Sean Burke. Tambellini. Svetlov. Peplinski. Es gibt die erste Strafzeit. Gespielt 1 Minute 20 Sekunden. Und zwar für Peplinski. Oder nein, für die 21. Für Andy Gregg. Ein studierter Arzt, will Orthopäde werden. Vielleicht sehen wir die Szene. Ja, da hatte er den Stock zu hoch und setzte einen Crosscheck an. Roughing, sagt der Schiedsrichter. Also unerlaubter Körpereinsatz, grobes Spiel. Dave King wird es nicht mit Vergnügen sehen. Überzahlspiel, das beherrschen die Sowjetrussen. Kravchuk. Stelnov. Bykov. Der Schuss kam von Chomutov. Kamensky. Bykov. Wenn Sie kein Zweikampf, wo nicht mindestens ein Stupser dabei ist. Valery Kamensky, 21 Jahre, einer der ganz Jungen. Aber schon Weltmeister geworden, 86 vom ZSK Moskau, 13 vom x-maligen sowjetischen Abonnementmeister sind dabei. Und das ist Wallace Schreiber.
aus dem dritten kanadischen Sturm. Noch 1 Minute und 26 Sekunden, die Sowjetrussen in Überzahl. Und jetzt ist auf dem Eis das Beste, was sie haben. Und oft genug das Beste, was es überhaupt gibt. Die erste Reihe. Krutov, Makarov, Kasatonov, Larionov, Makarov, Fetisov, Kasatonov, Krutov, Kasatonov, Larionov,